Center. Kurz zu mir, ja, mache eigentlich KI-Beratung und Umsetzung seit mittlerweile 10 Jahren. Immer Konzeption und Aufbau von Big-Data-Plattformen in Verbindung mit KI-Algorithmen. Also die Plattform alleine hilft mir eigentlich relativ wenig, sondern ich will, oder die meisten Unternehmen wollen eigentlich aus den vorhandenen Daten, wenn sie den Daten erfassen, was die meisten tun, auch Mehrwerte erzeugen und generieren. Ja? Und KI ist da ein Mittel, um das zu tun. Klar kann man sich auch erstmal, ich sag mal, komme ich später noch zu, die Daten anschauen, aber mit KI kann man natürlich da auch noch mehr aus den Daten rausholen. Vielleicht kurz über die Pico. Ja, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, einige machen das bei uns auch schon länger als 10 Jahre, sind jetzt mittlerweile 32 Leute und machen eigentlich hauptsächlich Daten und KI. Ja, das ist auch das Einzige, was wir tun. Haben einen sehr starken Microsoft-Fokus und eigentlich von den Branchen, die wir machen, ist die eine Retail, was glaube ich heute nicht ganz so spannend ist, und das andere ist eigentlich Manufacturing. Genau. Und das Ganze eigentlich fast ausschließlich mittlerweile in der Cloud, weil sich das eigentlich für, ich sag mal, Big Data Plattformen und KI-Algorithmen sehr gut anbietet, aber kommen wir gleich später vielleicht nochmal zu. Ja, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, von BI zu Advanced Analytics, KI, wie auch immer man es nennen möchte. Ich sag mal, was eigentlich die meisten Firmen machen, ist Business Intelligence, also deskriptive Analysen, was ist passiert, in den Rückspiegel schauen und meistens auch noch, warum ist etwas passiert, also Drill-Downs zu schauen, warum ist da irgendwie, ja, warum war da ein Maschinenfehler, muss man sich mal, oder warum stand die Maschine still, und dann muss man erstmal gucken, ja okay, da gab es gewisse Fehler und das ist ja dann schon eine gewisse Indikation, warum das passiert ist. Also ja, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, dass es da meistens verschiedene Fehlerursachen gibt. Wenn man dann ein bisschen weiter schaut, geht es in Richtung Predictive Analytics, KI, wie auch immer man das nennen möchte, Buzzword-Bingo ohne Ende, aber das Ganze in die Zukunft zu transportieren und zu sagen, aus historischen Daten zu lernen, die hat man meist schon irgendwie gesammelt, zum Beispiel mit FastTech, und daraus in die Zukunft zu schauen und versuchen vorherzusagen, was wird denn passieren? Also habe ich gleich noch ein paar Beispiele, was man da in der Produktion zum Beispiel so tun kann. Der nächste Schritt, ja, da wird es dann schon, ich sag mal, das geht dann auch so ein bisschen in die Zukunft. Was soll man denn machen? Also nicht mehr predictive, sondern prescriptive. Was soll man tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Und ich sag mal, das, wovon manche Leute so träumen, ist dann wirklich diese Artificial Intelligence, dass man, ich sag mal, wirklich so eine, man nennt es auch in der Wissenschaft Strong KI hat, oder die sich autonom selber regelt, selber anpasst, also wirklich zu sagen, da ist quasi eine KI, die kann, ja, wenn man sich Terminator anschaut, dann auch böse werden, sozusagen, ja, aber die steuert zum Beispiel eine Fabrik vollautonom und entscheidet selber, was soll sie machen, und geht auch dazu über, ich sag mal, neue Prozesse irgendwie zu definieren oder Prozesse zu optimieren, ohne dass irgendjemand sagt, die KI soll das so tun. Ich glaube, aber das ist meine persönliche Meinung, da sind wir noch relativ weit von entfernt, aber lass mich da auch gerne eines Besseren belehren. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es eigentlich so, KI ist immer sehr stark auf einen speziellen Use Case bezogen, kann ein sehr spezifisches Problem gut lösen, aber wenn es um eine Verallgemeinerung geht, das, was Menschen können, ja, schauen sich einen Prozess an und sagen, ja, aus meiner Erfahrung, da und da und da könnte ich den wahrscheinlich verbessern, da ist KI aktuell noch eher schwach. Genau, das vielleicht so zur Einordnung. Was machen wir bei Pico? Wir haben auf der einen Seite die Plattform, die man eigentlich braucht, um Daten zu sammeln und dann auch wirklich viele Daten, Prozessdaten, Sensordaten, alles Mögliche, was so anfällt, Qualitätsdaten, komme ich auch später nochmal drauf zurück. Und das andere ist KI-Algorithmen, die diese Daten nutzen, um daraus, ich sag mal, einen Mehrwert für das Unternehmen zu generieren, den Prozess zu verbessern und dann hinterher auch wirklich, das ist so unser Vorgehen eigentlich, dass man so eine gewisse Art Envisioning auch macht, je nachdem in welchem Prozessschritt oder wo man einsteigt, je nach Reifegrad auch des Unternehmens, einfach mal zu schauen, wo kann man denn mit KI und mit den Daten, die schon da sind, auch Mehrwerte generieren. Einfach mal so ein Out-of-the-Box-Thinking zu schauen, was haben andere Unternehmen gemacht, was sind unsere Erfahrungen mit den Daten, die schon vorhanden sind, wo kann man da, ich sag mal, Mehrwerte generieren. Dann auch schauen, schafft man das wirklich? KI ist nicht so, dass man sagt, ja, ich schmeiß da mal ein paar Daten rein und dann kommen hinten die Euros raus, sondern da ist auch immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor und dann ist immer die Frage, reichen die Daten, die man hat, dazu aus,
um mit einer hohen Güte Vorhersagen zu treffen, auf die man sich verlassen kann. Und schlussendlich, dann kommt nämlich erst wirklich dieser Mehrwert, geht es natürlich darum, das Ganze auch in den Prozess zu integrieren. Ja, nicht nur zu sagen, ja, ist das schön hier, ich kann irgendwie beispielhaft mal auf den Daten Erkenntnisse gewinnen, sondern die sollen natürlich dann im täglichen Prozess laufen, Qualität vorhersagen, Produkte ausschleusen oder zumindest dafür sorgen, dass Produkte ausgeschleust werden. Da sind die Anwendungen ganz, ganz mannigfaltig. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man auch die Plattform darunter hat. Damit man das Ganze, ich sag mal, im operativen Prozess hat, brauche ich eine Plattform, wo Daten reinlaufen, wo die vielleicht sogar aggregiert und gesammelt werden, und ich brauche Algorithmen, die darauf laufen. Und da bietet sich die Cloud eigentlich schon an, denn ich sag mal, je nach KI-Modell, was ich trainieren möchte, brauche ich viel Rechenleistung, die brauche ich aber nicht dauerhaft, sondern die brauche ich vielleicht mal, ich sag mal, für 2 Tage, und dann lasse ich die mal 29 weitere Tage, wenn ich jeden Monat neu trainiere. Die Frage, ob man das muss, aber sag ich mal so, lasse ich die 29 Tage einfach ruhen. Da brauche ich die Rechenpower nicht mehr. Wenn Sie sich, und für die 2 Tage, vielleicht ist es auch nur ein Tag, können Sie sich das in der Cloud schön anmieten, können sagen, so, einmal den Regler hoch, ich brauche jetzt richtig viel Compute. Dann trainieren Sie Ihr Modell und danach sagen Sie, okay, jetzt lass mich wieder in Ruhe, brauche ich nicht mehr, und dann zahle ich auch nicht mehr. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich möchte mit Ihnen KI irgendwie machen, wir kommen ins Gespräch, und dann gibt es dann, ich sag mal, das hat sich auch in letzter Zeit gewandelt, zu sagen, ja, ich hätte mal gerne so einen riesen Rechencluster, wo der steht, ist mir völlig egal, ob Sie den betreiben oder ob der in der Cloud steht, aber das Invest dazu, ja, zu sagen, ich kaufe eigentlich was 90% oder 95% der Zeit einfach nur rumsteht, das rechnet sich natürlich nicht, und da bietet sich Cloud eigentlich schon an. Kommt auch immer darauf an, welche Algorithmen man einsetzt, welche Modelle man einsetzt. Manche kann ich auch auf meinem Laptop noch trainieren, manche andere wiederum nicht. Genau. Was machen wir da als Pico? Wie ich vorhin schon sagte, haben wir eigentlich 3 Focus oder ja, hauptsächlich 2. Finance ist so, ich sag mal, das hat man irgendwie überall. Auf der einen Seite Analyse von Kundendaten, Kundentransaktionen soll es heute nicht so sehr drum gehen, sondern eigentlich geht es darum, um Maschinendaten, hauptsächlich Manufacturing, und die typischen Use Cases, die eigentlich uns immer so begegnen, ist Predictive Maintenance, ja, wann wird eine Maschine ausfallen, Predictive Quality, wird ein Produkt, was ich gerade fertige, oder mehrere Produkte, werden die den Qualitätstest bestehen anhand von Daten. Ich sag mal, so, was das angeht, so, ich sag mal, die Königsdisziplin, wie muss ich die Maschine einstellen, um hinterher ein sehr gutes Produkt zu produzieren. Und was wir auch vorhin oder drüben am Stand zeigen, Visual Inspection, wie kann ich anhand von Bilddaten oder Videodaten, wie kann ich die nutzen, um daraus meine Produktion zu verbessern. Wer vielleicht schon im Vortrag von dem Fastech-Kollegen war, der hat gesehen, es gibt jetzt oder wird es bald öffentlich geben für Fastech for Pro ein, ich glaube, er heißt BI-Connector, der das ganze Daten in die Cloud schiebt. Ne? Auf der einen Seite die relationalen Daten, die bei Fastech anfallen, die in der Datenbank liegen, aber auf der anderen Seite auch, gucken wir mal, dass die Animation hoffentlich funktioniert. Ja, genau. Daten, die vielleicht gar nicht unbedingt ins relationale Schema rein sollen und die Fastech auch nicht dauerhaft gespeichert werden sollen, die aber, ich sag mal, wo Fastech aber die Anbindung hat, was Maschinendaten sein können zum Beispiel, und die man nutzen kann, später mal nutzen kann, um damit KI-Algorithmen zu trainieren. Im Moment werden die Daten wahrscheinlich nicht gesammelt mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, aber da ist immer die Frage, und das kann ich meistens auch nicht beantworten, das ist eine oft gestellte Frage, was brauche ich denn für Daten, um das mal zu machen? Ja, wahrscheinlich das, ja. Wenn man Predictive Maintenance machen will, braucht man meist Stromaufnahme, Vibration, Geräusche, sonst was. Ja, das ist so immer das Ursprüngliche, aber das ist immer die Frage, wie viel? Keine Ahnung, kommt auf die Daten an. Kann mit einem Monat an Daten klappen, vielleicht brauche ich auch 5 Jahre an Daten. Das muss man ausprobieren. Und da ist es, ich sag mal, so ein bisschen die Devise, weil Speicherplatz in der Cloud eigentlich auch nicht viel kostet. Haben ist da oft besser als brauchen, was das angeht, weil man vorher halt noch nicht genau weiß, welche Daten und wie viele brauche ich denn, um hinterher so einen KI-Use-Case wirklich umzusetzen. So, ich habe dann einfach mal so ein paar Beispiele auch mitgebracht. Würde ich jetzt auch erstmal näher drauf eingehen, um zu sagen, was haben wir denn in der Vergangenheit bei Kunden so gemacht? Das eine ist, wer bei uns am Stand vorhin schon war, mit dem habe ich das vielleicht schon erzählt, eine Klassifikation in der Lebensmittelbranche von Bündnerfleisch. Ja, es ist, ich sag mal, ein hochpreisiger Schinken, flapsig gesagt, wo es darum ging, der Kunde hatte einen Produktrückruf,
weil zu viel Fett in diesem Fleisch. Da sehen Sie hier, da sind so ein paar weiße Streifen hier, das ist so, das ist noch in Ordnung. Aber wenn da hier in der Mitte so eine große weiße Wulst ist, dann ist das eigentlich Ausschuss, darf nicht mehr verkauft werden. Der ganze Prozess war vorher so, es gab eine manuelle Kontrolle, aber die war, ich sag mal, nicht 100%, sondern nur mal so, da hat mal einer drauf geschaut. Wenn er denn gerade genug Zeit hatte, die musste auch umverpackt werden, aber wenn es stressig wurde, dann ist er einfach hingegangen und so ist der Fehler passiert und alles, was so auf dem Band liegt, einfach irgendwie von links nach rechts in die Verpackung rein, dann wurde das eingetütet und dann wurde das verkauft. Ja, und dann gab es den Produktrückruf, weil hinterher aufgefallen ist, oh, da müssen wir eine ganze Charge zurückrufen. Wir wissen natürlich auch nicht genau, wo überall schlechte Qualität verkauft wurde. Und auf der anderen Seite, wenn da die hatten vier Gütekriterien, A, B, C, D. Wenn für einen hochpreisigen Kunden produziert wurde, dann wurde nur A und B verkauft und C und D die sind in so einen Behälter gewandert, wurden zu Salami gemacht. Ja, sehr stark wurde im Endeffekt viel von der Wertschöpfung zerstört, weil eine Salami sich natürlich weniger gut verkauft oder einen geringeren Preis erzielt als Bündnerfleisch. Wenn aber für, ich sag mal, Aldi sagt zu Weihnachten, ja, wir wollen jetzt auch mal Bündnerfleisch verkaufen, dann war Qualität C auch noch in Ordnung. Das aber nur wenn für Aldi produziert wurde. Und da wurde vorher umgerüstet und es gab war auch zu aufwendig vorher zu sagen, hey, ja, wir gucken mal und machen hinterher das Etikettieren. Das heißt, und ja, man könnte sich ja vorstellen, wenn Qualität C anfällt, dann wird da einfach ein anderes Etikett draufgeklebt, das geht dann zum Aldi und wenn Qualität A ist, dann geht die eher zum Premium-Hersteller, sodass ich eigentlich alles, was da was nicht gerade Ausschuss ist oder Salami ist, dass ich das entsprechend nutzen kann. Da kommt dann nämlich die Prozessänderung ins Spiel, da muss man natürlich die Prozesskette ändern und sagen, okay, wir brauchen da eine, ich sage jetzt mal einfach KI, ja, die entscheidet, was kommt da für ein Etikett drauf. Das heißt, die bewertet vorher und das war eigentlich relativ einfach, eine Kamera da oben, die ein Video macht, erkennt, okay, da kommt jetzt eine Tranche mit Fleisch und entscheidet dann, ist das Qualität A, B, C, D. Wir brauchten dafür, ich glaube, es waren 100 oder 200 Bilder insgesamt. Da hat sich ein Experte hingesetzt und diese Bilder dann mal annotiert und gesagt, okay, dieser Bildausschnitt ist Qualität A und dieser Bildausschnitt ist B, C, D, einfach in Ordner verschoben. Und dann kann man KI-Modelle nachtrainieren, die dann dieses Verhalten des Experten quasi imitieren. Das hat sehr gut geklappt, mit, ich glaube, 98%iger Güte haben wir das da geschafft, die Qualität oder das Wissen dieses Experten und das Verhalten zu imitieren. Interessanterweise hatten wir sogar ein paar Beispiele, wo die KI gesagt hat, das ist irgendwie Qualität B war es, glaube ich, und der Experte hat aber gesagt D und den das nochmal mit dem Kunden auch diskutiert und sagte, ja, da hat sich der Experte vertan, das ist eigentlich wirklich, die KI hatte da recht. Also es war schon interessant auch zu sehen, okay, selbst da, wo wir vielleicht falsch liegen, war es eigentlich, entweder war es ein Grenzfall, der irgendwie genau auf der Grenze zwischen Qualität B und C zum Beispiel lag, wo der Experte einfach, der musste sich ja entscheiden, oder aber es war sogar so, dass die KI da wirklich besser war. Ja, und das Ganze dann natürlich eingebettet in den Prozess, die Live-Bilder wirklich zu bekommen und dann zu jedem Bündel im ersten Schritt erstmal nur zu sagen, ja, ist das verkaufbar oder nicht und im Zweifel erstmal nur einen Alarm zu geben, ohne jetzt diesen Prozess komplett direkt dahin zu shiften, zu sagen, wir automatisieren jetzt diese ganzen Schritte, sondern das Ganze erstmal, ich sag mal, das Vertrauen auch in die Lösung zu schaffen, auch für die Mitarbeiter an der Anlage, dass die erstmal nur eine Warnmeldung kriegen, wir haben da irgendwie was Schlechtes gefunden und dann sagt er, ja, alles klar, kann er quittieren, fertig. Bei diesem Beispiel jetzt nicht, aber generell geht es eigentlich darum, und da kommt dann auch Fastech ins Spiel und daher auch diese Kooperation. Ich sage mal, Fastech macht wenig mit den Bildern, aber die Frage ist, wenn Sie jetzt nicht gerade Fleischschneideprozesse haben, wenn ich vorher noch Prozessschritte habe, wie ich backe irgendwas, ich habe Temperaturen etc., die hinterher unter Umständen Einfluss auf die Qualität haben, dann will ich diese Daten zusammenführen. Ich will sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht hier Qualität 100% messen, was man vorher vielleicht nicht konnte, sondern es gab vorher nur Stichproben und ich weiß historisch gesehen, mit welchen Prozessparametern wurde denn diese Qualität erreicht? Und ich messe vielleicht noch Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Druck, was auch immer. Ja, da kann es ja alle möglichen Sachen geben, die eigentlich die Qualität beeinflussen. Und dann geht es dann im zweiten Schritt darum zu sagen, wie korreliert das Ganze? Um dann zu sagen,
lieber Maschinenbediener, Operator, wer auch immer, mit diesem Parameter-Setting, mit diesen Einstellparametern, die du gerade gewählt hast, ist in der Vergangenheit schon öfter mehr Ausschuss produziert worden als üblicherweise. Guck dir das doch nochmal genau an. Denn übrigens, heute ist, ich sag mal, höhere Luftfeuchtigkeit als sonst. Willst du wirklich so produzieren? Und dann sagt er, oh, ja, will ich. Danke für den Hinweis, aber will ich wirklich? Oder sagt, oh, habe ich gar nicht drauf geachtet, ja? Also Luftfeuchtigkeit, oh, es war heute wirklich so feucht, ja, okay, dann ändere ich nochmal was daran. Geht da gar nicht darum, das komplett zu automatisieren, sondern den Menschen erstmal zu unterstützen, dass hinten möglichst zum Beispiel wenig Ausschuss rauskommt. Es kann aber auch eine andere Zielgröße sein, kann ein Energieverbrauch sein. Die KI ist da eigentlich relativ, der ist das eigentlich egal, was man hinterher optimieren möchte, kann sich auf die Daten entsprechend anpassen. Das Wichtige ist natürlich, man braucht historische Daten und es muss irgendwo in den Daten drin sein. Ja? Und unser Ziel ist es eigentlich oft, erstmal das Verhalten des menschlichen Experten zu imitieren. Wenn wir das schaffen, sind wir eigentlich schon recht gut. Haben wir Wissen konserviert, wenn der vielleicht mal in Rente geht oder ich sag mal, der ist in der Nachtschicht nicht da, dann hat man da einen Assistenten, der dem neuen Mitarbeiter oder dem Nachtschichtmitarbeiter zum Beispiel sagt, hier, guck dir das mal an, da läuft was, wir glauben, oder die KI glaubt, da läuft was nicht so, wie das gedacht ist. Und dann kann der das sich immer noch anschauen, ja oder nein sagen. Bis man dann irgendwann mal so weit ist, dass man vielleicht dann, ich sag mal, automatisiert Entscheidungen daraus trifft. Das ist ein Prozess, der meistens Jahre dauert. Haben wir auch bei anderen Kunden gehabt, in einem ganz anderen Umfeld. Die waren am Anfang sehr skeptisch, das ist meistens so, was so neue Technologien angeht. Und irgendwann wurde einfach nur noch die Entscheidung der KI quasi übernommen. Ja? KI schlägt irgendwas, anfangs war so, was macht die da? Ja, doch, könnte sein, dass das passt. Und irgendwann war so, ja, alles klar, quittieren, weil hat ja in der Vergangenheit dann Vertrauen gewinnen auch funktioniert. Bei einem anderen Case haben wir bei einem Blechstanzer im Sauerland hier Daten aufgenommen. Ich habe auch ein paar Teile da. Der stand also ganz kleine Teile, brät da einen Barcode drauf, jedes Teil einzeln, also jedes Teil hat eine einzelne ID. Erstmal für Traceability, um hinterher sagen zu können, zu jedem Teil kann man genau sagen, was waren die Qualitätskriterien, was waren die Abmessungen, die Maße des Bauteils, ist das Bauteil in Ordnung. Die wurden anfangs mit einer SD-Karte manuell gesammelt. Und wenn die SD-Karte voll war, dann wurden die alten Daten wieder überschrieben oder es wurde nichts mehr aufgenommen. Das Ganze erstmal zu automatisieren und dann wirklich teileweise mit diesem Barcode zu jedem Teil sagen zu können, wann wurde das produziert, mit welcher Charge. Und das Ganze hier war ich sag mal, wir hatten da auch mit Fastec vorher darüber diskutiert, die Herausforderung war hier das Ganze wirklich mit bis zu 5 Teilen pro Sekunde zu machen, ja, und dann eine ganze Latte von Daten da rauszuleiten. Machen wir mittlerweile seit 3 Jahren. Ich glaube, und da könnte zum Beispiel auch dieser Big Data Connector von Fastec ins Spiel kommen, die Daten einfach direkt rauszuleiten zum Beispiel. Wo dann hinterher KI ins Spiel kam, war dann wirklich Vorhersage oder Anomalien zu erkennen und Vorhersage der Qualitätsgüter, also zu sagen, pass auf, hier, wir sehen da schon einen Trend in den Maßen, also Abstandsmaße, die gemessen werden. Da wird in einiger Zeit was passieren und bevor da schon, ich sag mal, die Teile außerhalb der Toleranz laufen, machen wir schon mal ein Alarmsignal, geben wir, um dann zu sagen, lieber Maschinenbediener, guck dir das mal an, bevor du da Ausschuss produzierst, denn die Teile sind für einen Automotive-Kunden und die sind da eigentlich sicherheitskritisches Bauteil für einen Gurt, auch wenn es nur ein ganz kleines ist, aber da sind natürlich extreme Anforderungen an die Qualität, dass da eigentlich kein Schlechtteil, es darf nicht mal ein Schlechtteil nicht nur nicht ausgeliefert werden, sondern eigentlich soll nicht mal ein Schlechtteil produziert werden. Das sind eigentlich so die Anforderungen des Kunden. Ich sag mal, in der Realität kann es mal passieren, dass da mal eins produziert wird, aber das soll natürlich auf ein Minimum eigentlich beschränkt werden. So, letzter Case, den ich quasi mitgebracht habe, ist mal was ganz anderes. Und zwar ein Demand Forecast bei einem Baumaschinenhersteller. Man könnte sich denken, welcher es ist. Und zwar ja, die Planung der Produktion, aber auch der Absätze oder anhand der Absätze auch die Produktion, anhand von historischen Daten zu sagen, wie viel Radlader, Bagger, sonst was werden in welchem Markt in Zukunft verkauft.
Das Ganze wieder basierend auf historischen Daten, wir haben da 5 Jahre an Daten und geht darum, das Ganze, ja, wenn man weiß, wie viel ungefähr verkauft werden wird mit einer hohen Genauigkeit, dann weiß man natürlich auch ungefähr, wie man produzieren muss und steuert dadurch vielleicht sogar den Einkauf. Ja, ich sag mal, als wir das letzte Mal da waren, eine Werksführung bekommen haben, war es so, haben sie gesagt, ja, nee, wir haben hier viel mehr Stahl liegen als sonst, weil natürlich die Marktsituation aktuell sehr volatil ist und wir eigentlich froh waren, überhaupt Stahl zu bekommen und alles, was wir bekommen haben, wurde einfach gekauft. Aber wie gesagt, normalerweise sieht das nicht so aus und das Projekt hat auch vorher angefangen. Da war eigentlich die Idee, wenn man weiß, okay, wir müssen in 6 Monaten oder in 12 Monaten viel produzieren, weil ein hoher Bedarf da sein wird, dann kann man jetzt schon mal schauen, wann kauft man denn den Stahl dafür ein, denn produzieren wird man es aber man möchte natürlich auch nicht die fertigen Radlader alle auf dem Hof stehen haben und dann im Endeffekt ein totes Kapital haben. Was das angeht, haben wir eine, ich sag mal, also im Bereich Manufacturing ist das und Produktion ist das immer irgendwo individuell. Daten sind da sehr individuell. Im Bereich Forecasting haben wir eigentlich eine fixfertige Lösung, wo man seine Excel-Tabellen oder hochladen kann, zum Beispiel auf den Knopf drücken kann, dann kommt dann Forecast raus. Weil jede Firma eigentlich weiß, an wen hat sie wann welche Rechnung gestellt, für welchen Preis und welches Produkt wurde verkauft. Bei Maschinendaten und Prozessdaten ist das leider meistens nicht so, dass die Daten so genormt sind, dass jeder da, ich sag mal, gleichartige Daten erfasst, sondern da ist es leider, aus unserer Sicht leider so, dass man da doch eher jedes Mal andere Transformationsschritte machen muss, bevor man dann wirklich Algorithmik einsetzen kann. Und hier bei, ich sag mal, Sales-Daten ist es eigentlich so, die Daten sehen immer gleich aus, ja, die Spalte heißt vielleicht anders, aber ansonsten ist es immer das gleiche Datum, Artikel, Preis und vielleicht noch an welchen Kunden. Und da haben wir eine generische Lösung für gebaut. Vielleicht als Überblick, die Folie nicht erschlagen lassen davon. Ja, das sind im Endeffekt so die 3, auf der linken Seite die Datenquellen, die man so ursprünglich oder üblicherweise im Bereich Manufacturing oder Produktion hat. Also ich habe irgendwie Sensordaten, gemessene Daten, Vibration, Umwelt, was auch immer. Qualitätsdaten, welche Qualität hat hier mein produziertes Bauteil. Dann habe ich, wenn es gut läuft, Maintenance-Daten, die haben wir vorhin auch schon gehört, dass man, also ich habe schon alles gesehen, was für mich am schlimmsten war, waren handausgefüllte Zettel, die habe ich schon öfter gesehen, aber die waren dann auch noch auf Chinesisch. Da war ich dann völlig raus. Also ich sag mal, normalerweise, wenn das handgeschrieben ist, ist es viel, sage ich auch, da müsste sich jetzt entweder wer hinsetzen, das abtippern, irgendwie digitalisieren. Ist ganz schön viel Arbeit. Bei den chinesischen Zetteln oder der chinesischen Schrift konnte ich, ja, dann ist komplett vorbei. Das heißt, wenn man das digitalisiert hat, nicht nur wann wurde was getauscht, das kriegt man manchmal noch raus. Ja, Techniker war da, was hat er gemacht? Ja, hat es repariert. Ja. Hatten wir eben gehört, auch zu wissen, welche Teile wurden getauscht und auch, wurden sie jetzt getauscht, weil sie kaputt waren oder wurden sie, weil man gerade da ist, getauscht, weil man denkt, der geht bald kaputt. Das sind so die Daten, die wir am wenigsten leider, wenn wir zu irgendeinem Kunden kommen, wird es da meist dünn. Und das letzte, Prozessdaten, also wie Einstelldaten, wie wurde eine Maschine eingestellt, mit welchen Sollparametern fahren die. Und dann hat man oft auch Abweichungen zwischen gemessener Temperatur und wirklich eingestellter Temperatur zum Beispiel. Ja, und dann, ich sag mal, die 3 Use Cases, wo ich eben schon drüber gesprochen hatte, Predictive Maintenance, Quality und Visual Inspection, die wir eigentlich immer mehr so als Reise ansehen, ja, oder als Prozess. Es ist meistens nicht so, dass hier auf der linken Seite alles perfekt ist. Dann kann man vielleicht auch hier direkt zu der Failure Prediction gehen, also zu sagen, ich sage voraus, diese Maschine XY anhand der Daten wird in 3 Tagen, 3 Stunden, wie auch immer, welcher Zeithorizont ausfallen. Das ist dann schon, ich sag mal, die Königsdisziplin. Ja? Und genauso hier bei Predictive Quality eigentlich die Disziplin zu sagen, wie muss ich die Maschine einstellen, damit hinten gute Qualität rauskommt. Das ist dann auch schon was, wo wir sagen, wenn man das hinkriegt, das dauert meistens Jahre und dann hat man wirklich was geschafft. Aber oft hilft es schon, haben wir auch einige Beispiele und Kunden, dass ich am Ende sagen kann, wenn ein Teil produziert wurde, ich muss den Qualitätstest gar nicht mehr machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Teil Ausschuss sein. Denn oft, ich sag mal, je nachdem, was man für ein Produkt produziert, ist auch der Qualitätstest ganz schön teuer oder braucht Zeit. Ja? Und dann kann ich mir das vielleicht sparen, weil ich ein probabilistisches KI-Modell nutze und wenn sich das sehr sicher ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt, das Ding wird den Qualitätstest nicht bestehen, dann kann ich das direkt ausschleusen. Bei anderen ist es sich vielleicht sehr sicher und sagt, wird auf jeden Fall bestehen. Dann geht das durch und dann gibt es noch so die Mitte dazwischen und sagt, oh, ich bin mir nicht so sicher. Dann nutzt man das Aggregat oder die
die QS dafür, um dann sich auf die, ich sag mal, schwierigen Fälle zu konzentrieren. Und so ist das Ganze, was wir dann sagen, ist, wir machen das Ganze in einem Laborsetting, erstmal verproben, zu schauen, funktioniert das überhaupt? Kann ich mit den Daten, die da sind, und es schaffen, das Ganze mit einer hohen Güte, einen Algorithmus zu finden, ein Modell zu finden, was das Ganze auch mit einer hohen Güte schafft. Ja, bringt ja nichts, wenn ich Ihnen sage, Qualitätstest hinten, ja, nein, Ausschuss oder nicht, und ich schaffe das mit 50%, dann können Sie würfeln. Ja? Sondern das muss natürlich schon so sein, dass man sich darauf verlassen kann. Und das kann ich Ihnen oder kann Ihnen eigentlich keiner vorher sagen, wenn man es nicht gemacht hat. Und deswegen das Ganze eigentlich, wir nennen es Labor, in einer Art Labor, nicht im operativen Prozess, sondern zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus und schauen dann, werden wir es schaffen. Wenn wir es in einem Laborbetrieb gut schaffen, dann geht es darüber, ich sag mal, wir nennen es Factory, das Ganze in die Fabrik zu bringen, in den operativen Prozess einzubetten. Das heißt, ich muss es schaffen, die Live-Daten in das Modell zu schleusen. Ich muss es schaffen, wenn das Modell eine Aussage trifft, das Ganze auch wieder irgendwie in den Prozess zurückzubringen. Die ganze Arbeit kann ich mir aber sparen, wenn ich hinterher ein KI-Modell habe, was es eh nicht kann, und deswegen diese Abgrenzung Labor und Fabrik. Genau, und da gibt es halt, wie gesagt, Predictive Maintenance ist so die Sache, wann wird eine Maschine ausfallen? Quality, hatten wir schon drüber gesprochen, muss ich ein Produkt ausschleusen, ja oder nein? Und was eigentlich, wo wir auch einen Demonstrator dabei haben, immer sehr gut funktioniert, ist das Ganze auf Bilddaten, ob es Fleisch ist. Wir haben jetzt einen Demonstrator dabei, der sagt, welche Art von Brötchen ist das, und ist das zu dunkel, zu hell oder genau richtig gebacken. Ja? Haben wir einfach mal selber Aufbackbrötchen gekauft, die roh genommen, dann mal mit der Zeit in den Backofen getan, wie es auf der Verpackung steht, und dann mal ein bisschen länger laufen lassen, quasi als auch schlechte Qualität. Und das funktioniert mit relativ wenig Daten. Da kann man 100, 200 Bilder nehmen, weil man diese Netze nicht komplett neu trainieren muss, sondern man kann da gibt es verfügbare neuronale Netze, die kann man nachtrainieren, muss nicht alles von vorne lernen. Denn ansonsten bräuchte man Hunderttausende bis Millionen Bilder, und das ganze Training würde auch sehr lange dauern. Bilder ist zum Beispiel ein Setup, wo man zum Glück Modelle nehmen kann, die es schon gibt, und das mit seinen Daten einfach nachtrainiert. Wenn ich Predictive Maintenance mache, da gibt es kein Modell, was ich nehmen kann und sagen kann, oh, ich habe hier schon so ein Predictive Maintenance Modell, das kann mit allen Sorten von Daten umgehen. Ich nehme einfach mal meine Vibrationsdaten und schmeiße die mal da rein, und das wird mir schon sagen, ob das gut funktioniert oder nicht. Wäre schön, vielleicht kommt irgendwann jemand damit um die Ecke, so ein bisschen wie Google vielleicht haben Sie es mitgekriegt, AlphaGo, AlphaZero, wo das Modell auf einmal, also die KI kann Schach spielen, die kann Go spielen, die kann auch StarCraft spielen und schlägt da irgendwie die besten Spieler auf der Erde. Hat vorher auch keiner mit gerechnet, auf einmal war es da und alle sagten, okay, alles klar, vielleicht kommt das auch bei Predictive Maintenance, und in 2, 3 Jahren stehe ich und sage, ja, hätte ich nicht erwartet, aber funktioniert. Ich kann es mir bis jetzt noch nicht vorstellen, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ja, und das wäre es eigentlich soweit zu meinem Vortrag. Gerne jetzt gleich fragen, aber ansonsten gerne, wir sind auch noch ein bisschen hier hinten am Stand, hinten links in der Ecke. Können wir da auch gerne nochmal zu verschiedenen Use Cases oder Rückfragen zum Vortrag uns auch nochmal austauschen. Dankeschön. Ja. Also vielleicht nochmal, damit jeder hört, ich glaube. Also die Frage war, wo ist der Unterschied zwischen Pixelkontrolle, ja, weiße Pixel zählen gegen rote Pixel, und was macht die KI hier? Haben Sie völlig recht, das hätte man wahrscheinlich auch mit Pixelkontrolle lösen können. Weiße Pixel zählen war auch so, wo ich gesagt habe, ich bin mir sicher, das funktioniert mit dem KI-Modell, aber wenn das nicht funktioniert, kann man da auch relativ leicht weiße Pixel zählen. Deswegen habe ich auch gesagt, das machen wir auf jeden Fall, das wird auch funktionieren, da lege ich auch meine Hand für ins Feuer. Haben Sie völlig recht. Der Unterschied ist eigentlich bei KI, ich oder irgendein Experte sortiert Bilder in Kategorien ein. Das können Fehlerklassen sein oder hier Qualitätsklassen, Fehlerklassen, und gibt dem
gibt nicht, wenn Sie weiße Pixel zählen, dann gibt der Mensch oder ich oder Sie geben vor, wenn zu viele weiße Pixel sind, ist das schlecht. Wenn man das mit KI macht, dann sagt man einfach nur, das Bild ist schlecht und das Bild ist schlecht und das Bild ist gut. Und die KI lernt automatisch, schaut sich an, wo ist die Korrelation zwischen dem Bild und der Klasse schlecht. Und das kann, wie gesagt, bei manchen Fällen sein, dass man das auf einfach Pixel zählen kann, aber es gibt auch Beispiele, dass das gar nicht so einfach. Ja, wenn Sie das oder wenn ein Experte, manchmal kann das gar nicht formulieren, man kann dem Beispiel geben und er sagt, ja, das ist falsch, ja, das ist gut, das ist so mittel, das ist der Fehler, das ist der Fehler. Aber wenn Sie den fragen, was sind denn die Regeln, nach denen Sie das bewerten, dann sagt er, keine Ahnung, es ist so Bauchgefühl. Ja? Das heißt, Beispiele kann er super bewerten, aber der kann nicht genau sagen, der Fall und der Fall und der Fall. Und die KI versucht, und das klappt bei Bildern sehr gut, Zusammenhänge zwischen Bild und der Fehlerklasse oder dem Label, wie man es eigentlich nennt, zu bewerten. Und dann können Sie verschiedenste Bilder reingeben, aus verschiedenen Perspektiven vielleicht, mit verschiedenen Lichtverhältnissen. Und die KI schaut dann, was ist das nennt sich dann Explainable AI, das kann man sich dann auch anschauen, anhand welcher Bereiche hat die KI hier entschieden, dass das jetzt, sagen wir mal, Fehlerklasse zu viel Fett ist zum Beispiel. Das kann man auswerten. Je nachdem welches Modell mal, aber da gibt es Modelle, da kann man das hinterher auswerten. Da gibt es auch lustige Beispiele, zum Beispiel Huskies versus Hunde, Wölfe versus Hunde, gab es mal so einen Datensatz, ja, und was hat die KI gelernt, war nicht so, wie es sollte. Wenn der Hintergrund weiß ist, dann waren es Wölfe irgendwie, weil die immer im Schnee sind, ja. Und wenn der Hintergrund irgendwie grün ist, dann waren es Hunde und irgendwie komischerweise waren die Huskies immer als Wölfe. Oh ja, die sind ja auch so ähnlich. Nee, wenn man das dann also das ist dann wenn man es in dieses Explainable AI-Modell genutzt hat, hat man gesehen, der färbt dann ein, aufgrund welcher Flächen er die Entscheidung getroffen hat und irgendwie war es dann immer der Hintergrund. Gibt es auch irgendwie, ich glaube, Panzer gegen Autos oder so, die Panzer waren immer im Wald oder so. Also da gibt's mehrere nette Beispiele quasi. Die sind aber schon auch ein paar Jährchen älter, wo man diese Explainable AI-Modelle nicht so weit waren. Und das ist genau das, was man dann auch tun muss, ja? Zu schauen. Wir haben das bei unserem Brötchenklassifikator gemerkt, der hat anfangs auch irgendwie Handys für Brötchen gehalten, weil es diese Klasse Other nicht gab. Ja? Wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal Zeug, was nicht als Brötchen erkannt werden soll und schmeißen das einfach mal da rein. Denn ansonsten war irgendwie immer, alles waren Laugenbrötchen so ungefähr. Ja? Und da muss man natürlich dann auch schauen, deswegen nimmt man immer einen Teil der Daten, die der Experte gelabelt hat und versteckt die erstmal vor dem KI-Modell, gibt die gar nicht zum Training und schaut dann, wie gut ist denn das Modell hinterher auf diesen Daten, die es vorher noch nie gesehen hat, um so ein bisschen die Realität und zu simulieren. Und dann kann man natürlich sehen, und dann muss man auch reingucken, anhand welcher Flächen etc. Ja, werden dann die Entscheidungen getroffen. Weitere Fragen? Nee. Okay, gut. Dann nochmal vielen Dank. Und wie gesagt, wenn Ihnen gleich nochmal eine Frage kommt, wir sind noch ein bisschen hier.